Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel NAFTA Racing. Diesmal begrüße ich euch aus meiner Werkstatt und heute geht es um diesen kleinen Krüppel, nämlich einen 400 kPa Ladedrucksensor. Ich stehe hier vor einem Seat Leon 1M, letztes Modelljahr, 1,0er Pumpe Düse, Motorkennbuchstabe ARL mit 150 PS und die Dinger haben serienmäßig einen 300 kPa Ladedrucksensor verbaut. Heute geht es darum, diesen 400 kPa Sensor einzubauen im WinOLS, die Skalierung sauber anzupassen, damit der Sensor sauber in den Datenstand implementiert werden kann und im Anschluss über VCDS zu überprüfen, ob die Implementierung auch korrekt abgelaufen ist, um zu schauen, ob der Atmosphärendruck auch sauber angezeigt wird. Also viel Spaß euch! Der Sensor befindet sich direkt unter der Motorverkleidung hier in der Ladeluftverrohrung. Genau an dieser Stelle hier. So, ich zeige euch jetzt, wo der Ladedrucksensor verbaut ist. Hier könnt ihr den sehen und VCDS hängt jetzt auch schon am Fahrzeug und gerade tagesaktuell geprüft, wo heute laut Barometer Wetterstation der Luftdruck liegt und der liegt bei genau 960 und das deckt sich auch mit dem Messwert, den ich jetzt über VCDS von dem aktuell verbauten 300 kPa Ladedrucksensor abgreife. Also alles gut. Im nächsten Step geht es jetzt darum, ich gehe jetzt ins WinOLS, habe dort bereits den Datenstand von diesem Fahrzeug. Das ist übrigens mein Winterauto. Da fahre ich irgendwas roundabout 205, 210 PS, 420 Newtonmeter, also maximales Limit auf Original Hardware. Deswegen habe ich den Datenstand bereits geladen und wir sehen uns gleich im WinOLS. Herzlich willkommen im WinOLS. Ich zeige euch jetzt an einem ARL-Datenstand, wo sich die Linearisierungsmap für den Ladedrucksensor befindet. In dem Fall sind die Kennfeldeigenschaften identisch zum ASZ und AVF-Datenstand. Der Messbereich des alten Ladedrucksensors geht von 0,2 bar absolut bis 3 bar absolut. Sprich, der Sensor erfasst Unterdruck bis 0,8 bar und Ladedruck bis 2 bar. Dafür öffne ich die Suchfunktion, bereits offen, und gebe die Werte minimal und maximal ein, 200 und 3000. Und siehe da, hier ist das Kennfeld. Hier vorne sieht man, dass das Kennfeld aus zwei Bereichen bzw. zwei Spalten, je nachdem wie man sich auflöst, besteht. Und deswegen reduziere ich jetzt die Ansicht auf zwei Spalten, damit die Kennfeldselektion sauber funktioniert. Verschiebe das Ganze, markiere die zwei Werte und erstelle das Kennfeld über die Kennfeldselektion. Nun müssen die Achsen beschriftet werden, bzw. die Achse, und das Kennfeld bezeichnet werden. Dafür einfach Doppelklick aufs Kennfeld und es öffnet sich der Editor. Ich schimpfe jetzt das Ganze Map Sensor Scaling. In dem Fall ist die X-Achse schon beschriftet, weil ich in einem anderen Codeblock bereits Map Skalierungskennfeld angelegt habe. Und ihr könnt sehen, ich bezeichne die X-Achse Voltage, das ist die Spannung, die Einheit Millivolt. Und jetzt ganz wichtig hier dieser Faktor. Den müsst ihr auf jeden Fall eintragen, wenn ihr wollt, dass die Werte, die vom Map-Sensor ausgegeben werden und ans Steuergerät übergeben werden, auch wirklich als Millivolt euch angezeigt werden. Die Werte, die der Sensor ausgibt,
sind ohne Faktor betrachtet diese beiden hier. Der neue 400 kPa Ladedrucksensor hat einen minimalen Erfassungswert von 500 Millibar und kann maximal 4000 Millibar absolut messen. Die Skalierung ist bei beiden Sensoren unterschiedlich. Der Skalierungsfaktor ist aber bei beiden Sensoren der gleiche. Muss jetzt natürlich die X-Achse angepasst werden. Der minimale Ausgabewert des Sensors ist 102. Wie ihr hier unten sehen könnt, entspricht das ungefähr 500 Millivolt. Und der maximale Ausgabewert heißt 921. Und das entspricht 4500 Millivolt. So, das war's. Mehr ist es nicht. Damit ist nun der 400 kPa Sensor in den ARL-Datenstand sauber implementiert. Das Ganze jetzt nur noch abspeichern. Ich erzeuge eine neue Version. Checksummen korrigieren und exportieren. Job erledigt. Wir sehen uns beim Flashen. Bevor es jetzt ans Flashen geht, hier nochmal eine Folie, wo alles Wichtige zusammengefasst ist. Auf der linken Seite die Originalteilenummer aus dem VAG-Konzern bzw. die Bosch-Teilenummer, anhand derer ihr den Sensor bestellen könnt. Und auf der rechten Seite zwei Kennfelder, wie der Ladedrucksensor zu skalieren ist. Oben ohne Faktor, je nachdem mit welchem Editor ihr arbeitet, kann es notwendig sein, ohne Faktor zu arbeiten. Und unten das Kennfeld mit dem Faktor, der unten drunter beschrieben steht, für die Umrechnung in Millivolt. So, jetzt wird geflasht. Der Datenstand, den ich vorher im WinULS, bzw. die Version, die ich vorher im WinULS erstellt habe, die flashe ich jetzt über das Steuergerät. Wie ihr sehen könnt, hängt ein großes Ladegerät dran mit 30 Ampere Ladestrom. Und wichtig beim Flashen ist auch, dass niemals die Spannung unter 12 Volt fällt, optimalerweise bei 13 Volt liegt. Warum so ein großes Ladegerät? Naja, wenn das Steuergerät im Fahrzeug verbaut ist, Zündung ist an, es kann jederzeit eine Pumpe angehen, es kann jederzeit ein größerer Verbraucher angehen. Und um einfach zu gewährleisten, dass die Spannung nicht unter einen bestimmten Wert fällt, fatalerweise unter 12 Volt, liegt jetzt hier ein Ladestrom von 30 Ampere an. Jo, dann flashe ich mal drüber. Das Schreiben an sich dauert in der Regel bei dem Fahrzeug, ich würde sagen, 1 bis 2 Minuten. Checksummen sind schon korrigiert über WinULS, sprich ihr müsst in eurem Flash-Tool die Checksummen nicht mehr korrigieren. Wenn der Flash jetzt dann erfolgreich durchgelaufen ist, werde ich das Fahrzeug kurz starten, nur um zu schauen, dass das Steuergerät heile ist und dass beim Flashen nichts schief gelaufen ist. Und danach werde ich gleich meinen VCDS dranhängen, um zu überprüfen, ob der Ladedrucksensor erstens sauber funktioniert und keine Macke hat, weil es nicht die erste Sensorik wäre, die man neu kauft und die defekt ist. Und um zu schauen, ob die 960 Millibar Atmosphärendruck, die gerade vorherrschen, auch sauber angezeigt werden und ob natürlich die Kalibrierung, die ich vorhin durchgenommen habe, und die Skalierungsänderung im WinULS, ob das alles so sauber durchlaufen ist. So, wir liegen jetzt bei 97–98%, das heißt der Flash ist gleich durch. Fahrzeug startet sauber.
So, nachdem jetzt das Fahrzeug erfolgreich geflasht wurde, habe ich VCDS wieder dran gehängt, um zu überprüfen, ob der neue Ladedrucksensor auch tatsächlich korrekt funktioniert. Hier da, es wird ein Wert von 960 Millibar Atmosphärendruck angezeigt, was dafür spricht, dass der Sensor gut funktioniert und die Implementierung in die Software sauber stattgefunden hat. Heute habe ich gezeigt, wie ihr bei nahezu jedem älteren VLG Diesel den Ladedrucksensor tauschen könnt, im WinULS den Datenstand dahingehend anpassen, dass der Sensor sauber implementiert wird. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Damit ist das Video jetzt zu Ende und auch meine Videoreihe Diagnostic Limits in der EDC 15P geht zu Ende. Heute war alles dabei in dem Video von Hardware, Werkstatt, VCDS, WinULS. Also eigentlich ein schönes, komplettes Video. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Videos und würde mich freuen über ein Like, Kommentieren und Teilen. Vielen Dank und Servus.